Wir haben eine große Auswahl an Aufhängungen konstruiert, die für Strapaten, für die Befestigung zum Beispiel in einer Halle, an einem Zirkuszelt oder auch einem Balken gedacht sind. Diese beiden Konstruktionen sind Vertikaltuchaufhängungen für die Decke. Natürlich kann man neben dem Vertikaltuch auch eine Rundschlänge dran befestigen, an der dann zum Beispiel ein Luftring befestigt wird. Der Unterschied zwischen diesen beiden ist, dass bei dieser hier die Breite noch verstellbar ist. Wenn man zum Beispiel hier zwei Balken hat, kann man das genau auf die Breite anpassen. Dies ist eine starre Befestigung, zum Beispiel an einer Betondecke oder einem großen Holzbalken. Die Deckenaufhängung universal wird über 4 große Schrauben oder Dübel in der Decke befestigt. Anhand von 3 Löchern können verschiedene Luftartistikgeräte direkt angeschlagen werden. So passen zum Beispiel die beiden äußeren Ringe direkt für einen Luftring, sodass dieser sich nicht verdrehen kann. In der Mitte, an dem leicht abgerundeten Loch, können direkt Schäkel, aber auch Karabiner, ohne dass diese beschädigt werden, angeschlagen werden. Mit Hilfe des Prüfstücks kann auch wieder überprüft werden, ob noch genug Material für eine gute Tragfähigkeit vorhanden ist. Bei unserer Deckenaufhängung universal ist das große Loch so gewählt, dass ein kleiner Schäkel bis 2 Tonnen direkt hindurchgesteckt und gesichert werden kann. So können zum Beispiel ein Drehwirbel direkt angeschlagen werden und auch bei Kreisbewegungen wird der Wirbel nicht beschädigt. Natürlich kann ein Drehwirbel auch direkt an der Aufhängelasche der Deckenaufhängung angeschlagen werden. Allerdings könnte dies den Drehwirbel beschädigen und aus diesem Grund ist es definitiv nicht empfehlenswert, das so zu verwenden. Neben dem Schäkel passen auch die kleinen Verschlüsse sowie die birnenförmigen Verschlüsse direkt in das große Loch. Unsere Aufhängung für Luftartistik, auch speziell für das Vertikaltuch hier in der Mitte, ist konzipiert für Stahlbetonträger, natürlich auch für große Holzträger. An der Mitte, wie gesagt, kann ein Vertikaltuch befestigt werden. Hier an den äußeren Punkten sind direkt Löcher für die Aufnahme von Schäkeln vorgefertigt, sodass man dort direkt einen Luftring anschlagen kann. Auch das Prüfstück findet hier wieder eine Verwendung. Hiermit kann auch wieder die Sicherheit überprüft werden. Die Befestigung erfolgt über die Schrauben seitlich direkt in den Balken. Unsere Vertikaltuchglocke ist aus Edelstahl gefertigt und die variable Möglichkeit, Vertikaltuch sicher aufzuhängen. Hier oben kann die Glocke direkt an einem Schäkel, einer Deckenaufhängung oder auch einem Drahtseil befestigt werden. Hier in der Mitte wird das Vertikaltuch mit einem später gezeigten Knoten sicher befestigt. Durch das Prüfstück, welches hier oben angesetzt werden kann die Tragfähigkeit des Bügels noch kontrolliert werden. Um ein Schaukeln zu verhindern, können rechts und links Seile eingefädelt werden, die dann die Glocke fixieren. Die Vertikaltuchglocke kann direkt an einer Deckenbefestigung, aber wie auch hier zu sehen, an einem Drehwirbel aufgehängt werden, sodass ein leichtes Arbeiten an einem Vertikaltuch auch möglich ist. Unsere Schraubensets bieten eine sichere Befestigung der ganzen Aufhängungen. Holzschrauben zum Beispiel sind natürlich für Holzbalken, Holzdecken geeignet. Diese werden direkt hier in die Löcher eingeschraubt. Betondübel, diese 2 verschiedenen Varianten, werden natürlich auch einfach eingeschraubt, nachdem ausreichend große Löcher gebohrt worden sind. Der Vorteil bei diesem Dübel ist, dass er nach dem Herausschrauben fast unsichtbar ist. Hier bei diesem Dübel bleibt immer ein kleiner Rest stehen, selbst wenn man die Aufhängung abgenommen hat. Wichtig ist bei der Montage eine tragfähige Decke und die Montage durch einen Fachmann.